Das müssen wir natürlich einordnen lassen von Luisa Stangl, für uns in Berlin im Regierungsviertel unterwegs. Ja, guten Morgen, Luisa. Also wie muss man das denn jetzt werten? Also ein Auslaufmodell ist die Ampel, aber die müssen noch ein Jahr regieren. Also worauf müssen wir uns einstellen bis September 2025, wenn es planmäßig zur nächsten Bundestagswahl kommt? Guten Morgen, ihr beiden. Ja, ich denke, man muss sich hier auf mehrere solcher Aussagen einstellen. Es ist ja kein Geheimnis, dass es sich bei SPD, Grüne und FDP nicht um eine Liebesheirat handelt. Und in der Tat kann man diese Aussage von Omid Nuripur durchaus als Unterschreiben der Scheidungspapiere für die Ampel verstehen. Und es ist ja jetzt nicht nur eine Aussage, die von den Grünen kommt, sondern auch bei der FDP. Da äußert man sich ja sehr offen darüber, dass man ja sehr unzufrieden mit dieser Koalition ist. Und so häufen sich diese Aussagen eben über die Ampel. Aber natürlich muss man sagen, diese Bankrotterklärung, die kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn in 2 Wochen sind die Landtagswahlen im Osten. Und da stehen die Ampelparteien schon schlecht da. Die Wähler strafen sie für ihre ewigen Streitereien ab. Und am Ende profitiert davon unter anderem die AfD, die ja die Umfragen im Osten anführt. Aber was bedeutet das jetzt konkret auch für die Handlungsfähigkeit der Ampel? Man streitet zwar viel, aber trotzdem zeigt man nach diesen Streitereien oder möchte man immer Zusammenhalt nach diesen Streitereien zeigen. Aber so ganz, wie man eben an den Aussagen von Omid Nuripur sieht, klappt das eben nicht. Und man merkt, ja, man will zwar weiter regieren bis zur Bundestagswahl 2025, aber unterm Strich positioniert sich jede Partei selber und will hier sich schon profilieren für die Bundestagswahl 2025, will hier ihre Standpunkte klar machen. Ja, und nicht wenige dieser Streits gingen dann auch mit dem Briefeschreiben los. Und so nun auch in dem Fall der Ukraine-Hilfen jetzt aktuell ein Schreiben von Christian Lindner an Außenministerium und Verteidigungsminister sorgt jetzt für ordentlich Diskussionen in Berlin. Luisa, wie ist denn das einzuordnen? Also geht es nun eigentlich weiter mit deutschen Ukraine-Hilfen oder wie ist da der aktuelle Stand? Ja, das ist noch relativ unklar. Momentan deutet es darauf hin, dass die Ukraine-Hilfen erstmals gedeckelt werden. Und da kommt eben diese Kritik, zum Beispiel der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, der spricht hier von Buchhalterdenken, was natürlich ein schlechtes Signal für die Ukraine ist, die sich ja nach Monaten wieder in einer Offensive befindet auf russischem Territorium in der Region Tursk. Und es kommt auch parteiintern Kritik an diesen Plänen, zum Beispiel von Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses von der SPD, der sagt, das ist ein fatales Signal der Bundesregierung an die Ukraine. Man kann die Sicherheit, die eigene Sicherheit hier nicht mit dem Haushalt deckeln sozusagen. Man muss, auch wenn es natürlich wenig Geld ist, hat die äußere Sicherheit hier weiter oberste Priorität. Aber man merkt, Kanzler Scholz, der kann seine eigene Partei nicht mehr so ganz davon überzeugen, ja, hier weitere Ukraine-Hilfen locker zu machen. Und auch Omid Nuripur von den Grünen, der hat sich dazu geäußert. Da hören wir mal rein. Deshalb ist erstens festzustellen, alles, was bisher der Ukraine fest zugesagt worden ist, wird auch auf alle Fälle weiterhin finanziert. Und wir haben immer bisher die Regel gehabt, wenn es neue Anforderungen gegeben hat aus der Ukraine, haben wir uns angeschaut, ist das ein Beitrag zur Eskalation? Das ginge nämlich nicht. Ist es etwas, was wir überhaupt geben können? Und ist es etwas, was wir mit Partnerstaaten auch miteinander lösen können? Diese 3 Dinge waren immer wichtig und bleiben richtig. Und ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass man mit einem reinen Sparkurs zu mehr Sicherheit kommt. Wir kommen da eher zu weniger Sicherheit. Und deshalb ist es für uns nicht eine denkbare Konstellation. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, glauben, dass wir im Rahmen dessen, was ich beschrieben habe, der Ukraine die Unterstützung geben sollten, die es braucht. Also auch deutliche Kritik von den Grünen, die hier an den Hilfen weiter festhalten wollen. Von der Union gibt es natürlich auch ordentlich Kritik. Zum Beispiel Roderich Kiesewetter, der wirft hier Olaf Scholz Wahlkampf vor. Der sagt, es werden jetzt solche Aussagen mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten getätigt, ja, wo die Ukraine-Hilfen ja doch sehr kritisch beäugt werden. Und da hofft man sich vielleicht davon, die ein oder andere Stimme mit so einer Aussage oder mit solchen Maßnahmen zu bekommen. Und das kritisiert die Union hier auch ganz heftig. Luisa, danke für deine Einordnungen. Und man merkt, im politischen Berlin ist es alles andere als langweilig. Und das vor den 3 wichtigen Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg.